kurz vorm Ende waren wir jetzt hier nochmal auf dem Chengdu Gewürzmarkt oder Spice Market. Auf dem Markt gibt es neben Gewürzen für Restaurants, gibt es auch chinesische Medizinabteilung, die ist auch deutlich größer. Und das ist im Prinzip, heute kann man da mit der U-Bahn hinfahren. Früher lag der in der Vorstadt oder Satellitenstadt Chengdu. Chin heißt neu. Du heißt Stadt, also Neustadt quasi. Mittlerweile ist aber Chengdu so stark gewachsen, die liegt eigentlich so fast 20 Kilometer draußen oder 15, liegt jetzt quasi am normalen Stadtrand. Die Stadt wurde eingemeindet und es gibt weitere neue Satellitenstädte noch weiter draußen. Aber in dem Tempo, wie Chengdu gerade wächst, wird das nur eine Frage der Zeit sein, bis die auch eingemeindet werden. Wenn man aus der U-Bahn rauskommt, kann man direkt links in das Gebäude 2. Dort findet man die chinesische Medizinabteilung und die ist an sich auch super spannend. Wichtig ist, wenn ihr zu diesem Gewürzmarkt mal hin wollt, geht früh morgens. Der schließt immer relativ früh, im frühen Nachmittag, so 15, 16 Uhr. Dann sind halt die meisten Läden zu und da passiert nicht mehr viel. In der chinesischen Medizinabteilung, bin ich immer total überfordert, weil man hat ganz viele Wurzeln. Man hat so tierische Produkte, Sachen aus dem Meer, immer so Extrakte dann davon. Das gibt's dann in Rohform, in getrockneter Form, als irgendwelche kleinen Wässerchen, Öle. Ich habe selbst noch nie, ich war schon auf ganz vielen Gewürzmärkten, ich habe noch nie so eine riesen gigantische Auswahl gesehen und vor jedem Einzelnen, sei es jetzt eine Pflanze, 'n Gewürz, Wurzel, die dort ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist, steht glücklicherweise mal dran, kann man dann versuchen rauszukriegen. Selbst bei unseren Gewürzen musste ich die Erfahrung machen, es gibt ganz oft gar keine englische, lateinische Übersetzung, vielleicht in irgendwelchen Büchern, aber online, ja, ne, schwierig, schwierig. Ja, das ist dann halt super spannend, sich das alles anzugucken. Manchmal wird's halt 'n bisschen eklig, dann ist da irgendwie so Schlangenhaut oder Tigerkrams oder irgend 'n merkwürdiger Fisch irgendwie, ja. Aber wer so was ab kann, guckt euch das an. Wenn ihr aus diesem Riesengebäude, das ist so groß wie, der Berliner Bahnhof, rausgeht, müsst ihr Richtung Norden und dann kommt ihr zu der Abteilung, das ist Gebäude 7, 9 und 10. Dort befinden sich alle Gewürze für Restaurants, also von Salz, Pfeffer, bis Chili, Sichuan Pfeffer, Hotpot-Gewürze, normale Kochgewürze. Es gibt auch noch so Sojabohnen, dann Sojasoßen. Kriegt ihr auch alles dort. Ist einfach wie ein gigantischer Großhandel. Selbst das Areal, ja, man läuft da schon mal, glaube ich, von Nord nach Süd so Viertelstunde durch. Also, wenn man da Gas gibt, ja, und nicht vom LKW überfahren wird. Ja, bei uns war es hier ein bisschen heiß. Das könnt ihr auch sehen. Kommt gleich hier ein kleiner Ausschnitt, wie wir zum Markt laufen, zum Chili-Markt laufen. Ja, und hier bei den Chilis gibt's halt, die klassischen Sichuan, Chilis. Da werden besonders 4 immer benutzt. Und, ja, hier zum Beispiel auf dem Bild seht ihr gerade eine der bekanntesten, das ist Zidantou, so nennt man die, so eine kleine süße Chili. Die kann mal scharf sein, die kann aber auch nicht scharf sein. Es kommt immer ein bisschen aufs Anbaugebiet drauf an, es kommt auf die Erntezeit drauf an, weil natürlich essentiell ist immer wichtig, grade bei den getrockneten dann werden die noch mal tendenziell ein bisschen schärfer. Wie lange sind die getrocknet? Wie war der Sommer? Und da der Klimawandel auch in Sichuan Einzug hält, ist es mittlerweile so, dass die natürlich viel mehr Sonnenschein bekommen als früher. Sichuan ist eigentlich für seine, tief liegenden Wolken bekannt, dass man nie die Sonne sieht. Und jetzt auf unserem Trip erstaunlicherweise hatten wir mindestens die Hälfte der Tage puren Sonnenschein, was absolut außergewöhnlich war. Okay, weiter geht's hier. Nach den ganzen Chilis,
Hier haben wir noch einmal Hotpot-Gewürze drinne. Die kleinen Runden, die ihr dort seht rechts, die sind so steinhart, die haben uns schon öfters mal den Grinder zerhauen. Da haben wir auch jetzt immer ein Ersatzgerät da, sollte das mal wieder passieren, weil wir wollen natürlich nicht, dass ihr auf Steinen bei uns beißt oder das zumindest überhaupt denkt, dass wir hier euch Steine ins Essen packen. Machen wir nicht, nur leckere, pure Gewürze. So, und dann hier Klassiker, Zimt kennt ihr natürlich auch. Und dann ging es für uns zu den Sichuan-Gewürzen, zum Sichuan-Pfeffer. Und beim Sichuan-Pfeffer gibt es natürlich den grünen und den roten. Es gibt noch ganz viele dazwischen. Es kommt auch hier wieder immer auf das Anbaugebiet drauf an. Relativ modern gibt es eine Kreuzung, die seht ihr hier auch, die ist eher so lila. Und die hat dann sowohl das stark aromatische, auch ein bisschen teilweise kommt dann aufs Anbaugebiet drauf an, das Herbe der Gewürze. Sichuan-Pfeffer ist ja eigentlich eine Zitruspflanze, also es gibt auch durchaus Sichuan-Pfeffer, da denkt man hat so wirklich beißt in eine kleine Zitrone rein. Ist aber sehr, sehr selten. Und ja, dann hier machen wir jetzt einen Test, um zu probieren, wie die sind. Und ich wäre fast gestorben, weil ich habe einfach total überschätzt, wie stark. Sorry. Also diese ist Qingjiao und sie schreiben immer, wo die herkommen. Dieses ist hier ein bisschen besonders grün. Und sie holt uns gerade eine raus, ist super, super kribbelscharf. Die können wir ja mal mitbringen. Ich habe total unterschätzt, wie kribbelscharf, betäubend, numbing, spicy diese Sichuan-Pfeffer sein kann. Der erste hatte keine Wirkung, der zweite, ich konnte nicht mehr atmen für 40 Sekunden und ja, zum Glück habe ich es überlebt und bin noch hier, um die Geschichte zu erzählen. Das war der Gewürzmarkt. In der nächsten Folge geht es noch weiter zum für uns besten Chuan-Chuan-Erlebnis in Chengdu. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.